Heute bei Juliana Matthäus werden wir die wunderschöne Makramee-Tasche The Market Bag fertigen und das aus 100% recycelten Baumwollgarnen. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Heute habe ich mal wieder ein Projekt aus unserer Ready-to-Craft-Kollektion dabei und zwar die Market Bag. Sie macht mega viel Spaß zu fertigen, das kann ich schon mal sagen. Und wir nutzen da 100% recycelte Baumwollgarne. Das ist auch mega cool, die sind total schön gleichmäßig, auch richtig farbintensiv und ja einfach wunderschön. Und dazu kombinieren wir Henkel in einem Schildpattmuster. Die Market Bag ist auch für die absoluten DIY- und Makramee-Einsteiger unter euch geeignet, denn wie immer zeige ich euch von Anfang bis Ende Schritt für Schritt alles, was genau zu tun ist für unsere Market Bag und ihr macht am besten direkt mit, pausiert dann immer, wo ihr es persönlich braucht und wiederholt auch so oft ihr es braucht, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts überspringen oder vergessen. Ja, wenn ihr die Juliana Matthäus Market Bag Box schon da habt direkt, dann kann es nämlich sofort losgehen, denn wie immer habt ihr bereits alle Materialien, die ihr braucht, in der perfekten Menge da und in super guter Qualität. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte unbedingt dieses Video und folgt auch unserem Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer zukünftigen DIY-Kollektion mehr verpassen. Dann schauen wir mal in die Box. Als erstes haben wir hier Informationen, zum Beispiel zur Pflege, unser hochwertiges recyceltes Baumwoll-Makramee-Garn, 2 Taschenhenkel, unsere Essentials mit einem goldenen Logoplättchen, einer Nähnadel und natürlich das farblich passende Nähgarn. Zusätzlich braucht ihr nur noch eine Stoff- oder Bastelschere und ein Maßband oder auch Zollstock. Als erstes schneiden wir unser Bündel Makramee-Garn in viele einzelne Stränge zu. Und zwar brauchen wir 28 Stück, 1,75 Meter. Also haben wir dann später 14 Stränge pro Henkel. Mein Maßband ist jetzt zum Beispiel 1,50 lang, deswegen messe ich einmal bis zu 1,50 und dann nochmal die 25 cm hinterher. Probiert auch so genau wie möglich zu messen, das wäre gut, denn wir möchten, dass alle unsere Bänder möglichst gleich lang sind. Und da schneide ich es jetzt einfach ab. Bei den nächsten Bändern mache ich es mir ganz einfach und lege einfach die Enden aufeinander, halte dann beide gut fest und wandere dann mit meinen Fingern weiter nach unten, bis mein eines Band, was ich schon zugeschnitten habe, zum Ende kommt und setze dann da einfach den Cut für mein nächstes Band. Passt gut auf, dass ihr dabei nicht verrutscht und dass die Bänder wirklich gleich lang sind. So, jetzt haben wir schon mal 2 Stränge. Die nächsten 26 machen wir nochmal ganz genauso. Und hier beschleunige ich den Prozess mal etwas. Schaut auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, juliana-matthäus_official, für jede Menge DIY-Inspiration. Als nächstes habe ich mir mal einen Henkel aufgehangen und zwar mit einer Schnur. Ihr könnt das aber zum Beispiel auch einfach über eine Türklinke machen, wie es für euch passt. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch, wenn er hängt. So kann ich dann einmal unsere 14 Stränge hier einmal durch diese Rille schieben und befestigen. Ich fange hier einfach mal auf der linken Seite an, ziehe mir meinen ersten Knoten und ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich das mache. Nachdem ich mir das Ganze hier nochmal etwas festziehe, das ist auch wichtig bei den nächsten Knoten. Und zwar nehme ich mir mein nächstes Band einmal genau in der Hälfte und stecke das von vorne nach hinten durch die Rille, ziehe die beiden Enden dann dadurch, so dass ich hier einen schönen Anfang habe. Ich zeige euch das nochmal von nahen, also ich lege meine Schlaufe von vorne nach hinten durch die Rille, lege meine beiden Enden dadurch, ziehe einmal alles fest und schiebe den Knoten dann nach links. Die ersten 3 habe ich dann jetzt schon und mache noch weiter mit den nächsten 11. Wenn ihr irgendwie einen Favorit habt, einer Seite von dem Henkel, dann ist die wir jetzt sehen, die Seite, die später die äußere ist. Also wenn ihr eine bestimmte richtig schön findet, dann solltet ihr die jetzt sehen bei eurem ersten Henkel. Ja, dann mache ich einfach mal fleißig weiter, ziehe mir hier alle meine ersten Bänder drauf, die ersten 14 Stück, schiebe mir die dann noch ein bisschen wieder nach links, sodass ich wieder rechts Platz habe. Ziehe mir dann nur noch mein letztes fest und man sieht jetzt auch, es passt perfekt von unserer Menge der Seile genau in die Rille bei unserem Henkel.
Und ich schaue jetzt auch nochmal, dass diese Stege von den Knoten, die wir gemacht haben, dass die alle ungefähr gleichmäßig aussehen und auf einer Höhe sind. Und dann kontrolliere ich jetzt noch einmal, ob alle Enden gleich lang hängen, also besonders die immer von jeweils einem Seil und ob die dann auch so lang sind wie meine anderen Bänder. Und wenn bei einem Seil jetzt zum Beispiel das rechte etwas länger ist als das linke oder so, dann gucke ich hier oben nochmal an dem Knoten, ziehe gegebenenfalls einfach ein bisschen an dem einen Band oder löse mir den Knoten nochmal ein bisschen und ziehe dann an der Seite, wo ich noch etwas mehr Strecke brauche. Das mache ich dann einmal so lange, bis ich das Gefühl habe, okay, alle Bänder sind jetzt wirklich gleich lang und dann können wir weitermachen. So, ich habe jetzt das Gefühl, es ist gut, es sieht schön gleichmäßig aus. Sie sind schön festgezogen und gleich lang. Zählt dann vielleicht auch einmal noch nach, ob es wirklich die 14 Bänder sind. Wenn das der Fall ist, super gemacht, klasse Start. Und genau das gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit unserem anderen Henkel. Also nehmen wir uns den zweiten Henkel und unsere nächsten 14 Bänder und knoten die nochmal genauso fest wie bei unserer ersten Seite. Und auch hier nehmt wieder die Seite, die ihr vielleicht schöner findet, nach außen. Also wenn wieder alles geknotet ist, bitte einmal alles festziehen, abzählen, ob es auch wirklich 14 Stränge sind, also sozusagen dann 28 hängende Bänder pro Seite und ob die auch schön gleich lang sind. Sehr, sehr schön. Wir haben jetzt also 2 gleiche Seiten und es kann jetzt richtig losgehen mit unserem Makramee. Ich zeige euch einmal, wie das geht und wie es aussehen soll und danach ganz langsam in Zeitlupe. Und zwar arbeitet man immer mit 4 Bändern gleichzeitig, also mit 2 festgeknoteten Seilen und macht da nämlich einen Kreuzknoten rein. Den zeige ich euch gleich in langsam, den man dann festzieht und dazwischen ist so ein Abstand von seinem Henkel von ungefähr 4 cm. Macht dann immer noch einen zweiten Knoten, dort ergibt sich dann nämlich so ein hübsches Muster später und zieht das fest. Wie ich das genau mache, zeige ich euch jetzt. Wichtig ist, dass ihr immer mit den 4 einzeln runterhängenden Seilen arbeitet und diese dann zusammenknotet. Wir nehmen uns also die nächsten 4 Bänder, also oben die 2 Seile, die 4 Bänder hängen haben, legen das rechte über die 2 mittleren und unter das linke. Das, was jetzt links drüber hängt, schieben wir von unten nach oben durch die Schlaufe rechts. Und ziehen uns das ein bisschen hoch, sodass es einen Abstand von 4 cm wieder ungefähr gibt und der Knoten auch auf einer Höhe entsteht mit unserem linken Knoten. Ich lege dann jetzt das linke Band über die beiden mittleren und unter das rechte und schiebe das rechte Band dann von hinten nach vorne durch meine linke Schlaufe. Das Ganze sieht dann jetzt so aus. Ich ziehe mir das dann noch ein bisschen auf die richtige Höhe. Man kann das auch immer so ein bisschen hin und her schieben, damit das alles passt und ordentlich aussieht. Und ich zeige euch jetzt mit dem dritten Knoten nochmal. Ich nehme meine nächsten 4 Bänder, lege das rechte Band immer als erstes über die beiden mittleren und schiebe das linke von hinten durch meine Schlaufe. Ziehe mir das ein bisschen fest und lege dann das linke über meine mittleren und unter mein rechtes und ziehe das von unten nach oben durch meine linke Schlaufe. Jetzt habe ich also schon 3 hübsche Knoten gemacht. Die sind auch alle ungefähr auf einer Höhe und nehme mir dann meine nächsten 4 Bänder. Wieder fange ich rechts an, lege es über die beiden mittleren unter mein linkes Band und ziehe das von hinten nach vorne durch die rechte Schlaufe. Fange dann wieder mit dem linken Band an, was ich über die beiden mittleren lege und unter das rechte Band und ziehe das von hinten nach vorne durch die Schlaufe. Wenn ihr es vielleicht ein paar Mal angeguckt habt und ein paar Mal mitgemacht habt,
Dann wird es auch ganz leicht und verständlich. Und genau diesen Kreuzknoten, den benutzen wir jetzt die ganze Zeit bis zum Ende, bis wir den Boden dann machen. Nur verknoten wir immer unterschiedliche Seile miteinander. Das zeige ich euch bei jeder Reihe, wie das geht. Jetzt beenden wir also einmal diese Reihe, und zwar mache ich meinen einen Knoten hier noch zu Ende und habe dann ja noch 8 Bänder hängen, also kann ich da noch 2 Knoten machen. Wichtig immer, man fängt immer rechts an, das Band drüber zu legen und arbeitet sich dann von links wieder nach rechts vor für einen Kreuzknoten, denn so wird der Knoten dann immer gleich aussehen. Wenn wir mal links anfangen würden mit dem Rüberlegen und mal rechts anfangen würden mit dem Rüberlegen, dann wäre es nicht ganz so gleichmäßig und ordentlich. Ja, ich mache jetzt noch meinen letzten Knoten für die erste Reihe. Und wie ihr es jetzt vielleicht auch schon festgestellt habt, was man sich auch immer noch mal gut merken kann, ist, dass der Kreuzknoten ja immer aus 2 Schritten besteht. So wäre er jetzt ja noch nicht fertig. Ich muss da also noch einen zweiten Knoten machen, damit es auch hält. Und ziehe mir das dann immer schön fest. So, die erste Reihe sieht so aus und schon richtig, richtig hübsch. Wenn ihr das Prinzip bisher verstanden habt, dann wird es jetzt ein Kinderspiel, denn diese Knotentechnik wiederholt sich, wie gesagt, die ganze Zeit. Und ansonsten spult nochmal kurz zurück. Guckt euch nochmal an, wie ich euch den Kreuzknoten in langsam beschreibe. Macht es nochmal in eurem Tempo, pausiert immer, wiederholt so oft ihr mögt und macht dann weiter mit der nächsten Reihe. Das Ganze machen wir jetzt in der zweiten Reihe auch nochmal, aber die ersten beiden Bänder links lassen wir einfach links liegen und nehmen uns die nächsten 4 vor und machen dort unseren Kreuzknoten. Wir legen also wieder das rechte Band über die mittleren und unter das linke, schieben das linke von hinten nach vorne durch die rechte Schlaufe und machen das Ganze noch einmal spiegelverkehrt. Der Knoten sollte jetzt ungefähr 4 cm unterhalb unseres letzten Knotens sitzen. Wichtig ist, dass wir den Knoten auch immer schön festziehen und er möglichst gleichmäßig aussieht und passend zu den anderen Knoten, die wir schon gemacht haben. Dann nehmen wir uns wieder die nächsten 4 Bänder vor und machen das Ganze bis zum Ende unserer Reihe, bewegen uns also jetzt in die rechte Richtung und haben auch am Ende 2 Stränge über. So, das ist der vorerst letzte Knoten für diese Reihe. So schön sieht das Ganze jetzt aus. Man sieht, die einzelnen Stränge verbinden sich schon. Es entsteht ein richtiges Muster und es kann auch nicht mehr so leicht was durchfallen, da wir die verschiedenen Stränge immer unterschiedlich quer miteinander verbinden. Dieses Mal fangen wir genau in der Mitte an. Sehen also, dass wir hier 6 Knoten zuvor gemacht haben und verbinden jetzt die mittleren 4, also zwischen Knoten 3 und 4 verbinden wir die mittleren 4 Bänder miteinander mit unserem Kreuzknoten. Und auch hier ist der Abstand wieder so ungefähr 4 cm zu unserem Knoten darüber. Wenn wir den mittleren Knoten gemacht haben, dann arbeiten wir uns nach rechts und links vor, jeweils zu den Seiten und verbinden immer die nächsten 4 Bänder, bis wir an den Seiten jeweils 4 Bänder über haben und die lassen wir erstmal nur hängen.
So, 3 Reihen sind schon geschafft. Es nimmt schon richtig Form an. Richtig, richtig hübsch. Und auch richtig easy, oder? Ich fange jetzt hier wieder nach Knoten 3 und 4 an und verbinde wieder 4 Bänder, die zuvor keinen Knoten zusammengebildet haben. So, die 4. Reihe ist fertig mit 4 Knoten und vielleicht habt ihr es schon gemerkt durchs Zählen. Ich bin jetzt immer einen Knoten weniger gegangen pro Reihe. Das heißt, dementsprechend hängen jetzt meine 6 Bänder ja außen über und ich beginne wieder in der Mitte, mache meinen Knoten und werde dieses Mal nur noch 3 Knoten haben in dieser Reihe. Nach 3 folgt ja bekanntlich 2 und 1, das heißt 2 Knoten in der nächsten Reihe und nur noch 1 Knoten in der übernächsten Reihe, bitte. Ja, und so sieht unsere erste Hälfte jetzt aus. Genau das gleiche machen wir natürlich auch noch mit der anderen. Und wer dazu noch Fragen hat, wiederholt am besten die Schritte, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Denn die andere Seite sollte wirklich ganz genauso aussehen, auch von den Abständen. Und deswegen beschleunige ich das Ganze mal etwas. So, wir haben jetzt also 2 Seiten, die genau gleich aussehen und möchten die jetzt hier zumindest schon mal auf einer Seite verbinden, denn wir wollen ja eine Tasche draus machen. Hängt euch die beiden Teile jetzt am besten einmal mit Fäden zum Beispiel zusammen nebeneinander oder über eine Türklinke, sodass ihr einfach die beiden Seiten gut erreicht und auch schön verknoten könnt. Wie wir jetzt sehen, haben wir in der zweiten Reihe ja links 2 Garne über und rechts 2 Seile und genau in diese 4 machen wir auch wieder einen Kreuzknoten. Und zwar genauso, wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben. Wir achten jetzt auch darauf, dass der Knoten in der gleichen Höhe sitzt wie unsere zweite Reihe, denn das soll natürlich ein schön fortlaufendes Muster werden. So sieht unsere erste Verbindung jetzt aus und natürlich machen wir auch in den nächsten Reihen so weiter und haben hier jetzt einmal 8 Stränge, weshalb es 2 Kreuzknoten werden. Ich fange hier bei den rechten 4 Strängen an, mache meinen Kreuzknoten und danach auf der linken Seite. Und genauso machen wir auch die nächsten Reihen weiter. In der nächsten Reihe kann ich dann also 3 Kreuzknoten machen und so werden es immer mehr und ich verbinde die ganze Zeit meine Seiten, damit ich eine richtig schöne Tasche bekomme. Ich ziehe mir meine 2 Seiten dann immer mal wieder so auseinander, um zu sehen, wie viele Garne ich da hängen habe. Und weil wir ja immer 4 brauchen, sieht man dann immer ganz schnell, wie viele Knoten man machen kann. Ich fange entweder in der Mitte an, wenn ich sehe, es wird eine ungerade Anzahl von Knoten, oder ich fange einfach auf der einen Seite an, so dass keine Seile dann überhängen einzeln, sondern alle dann auch wirklich verknotet sind in jeder Reihe. So, ich habe dann jetzt alle 7 Reihen mit Knoten verbunden, zumindest schon mal auf einer Seite.
Aber bevor es auf der anderen Seite weitergeht mit der Verbindung, machen wir hier noch 2 Reihen, damit unsere Tasche noch etwas länger wird und wir noch ein bisschen mehr Inhalt drin verstauen können. Ich fange dann jetzt hier ungefähr in der Mitte einmal an und nehme mir wieder 2 Stränge von meinem einen Knoten und 2 Stränge von meinem zuvor gemachten anderen Knoten und setze hier wieder einen Knoten in die Mitte und wie immer mit einem gleichen Abstand wie die anderen Knoten und mit schön festziehen. So arbeite ich mich dann die ganze Reihe nach rechts erstmal vor, anschließend natürlich auch links und ende dabei schräg links bzw. in der linken Seite dann schräg rechts unter meinem zuvor gemachten Knoten in der letzten Reihe bei dem äußeren. Das war jetzt also meine 8. Reihe mit 7 Knoten und ich mache jetzt noch eine 9. Reihe und zwar, wie ihr es vielleicht schon erraten könnt, mit 6 Knoten. Ich hänge mir das jetzt auch einmal so auf, als hätte ich es über Türgriffen hängen und verbinde natürlich jetzt diese Seiten und dabei sollen die beiden schönen Seiten außen hängen. Also die der Tasche, die ich nach außen haben möchte, die erkennt ihr auch wieder daran, dass die Griffe ja auch die schöne Seite außen haben und dass die Stege bei unseren ersten Knoten außen sind. Und die verbinde ich natürlich auch wieder ganz genauso wie auf der anderen Seite. Ich habe hier oben also meine ersten 2 Seile pro Seite frei hängen und verbinde die mit einem Kreuzknoten. In der nächsten Reihe sind es dann zum Beispiel 2 und so weiter und so fort. Da arbeiten wir uns bis ganz unten vorwärts. Auch hier drehe ich mir die Tasche dann immer so ein bisschen zurecht, um zu schauen, wie viel Seile ich jetzt noch habe zum Verknüpfen und knote dann weiter, wenn ich mir einen kleinen Überblick verschafft habe. Ich hoffe, ihr genießt das auch so wie ich. Ich finde, die Tasche macht mega, mega viel Spaß und ich glaube, die kann man auch einfach so vielseitig im Sommer kombinieren. Super gut dazu passt zum Beispiel unser schwarzes Lisa-Top. Das findet ihr auch auf unserer Website www.julianamatheevs.com. Und das ist auch super easy für Nähanfänger geeignet. Wenn es aber ein weiteres Ready-to-Craft-Projekt sein soll, dann schaut doch gleich im Anschluss mal vorbei und es ist eventuell unser Mila-Belt oder das Silky Scrunchie etwas für euch. Ja, der letzte Knoten in meiner 9. Reihe ist gemacht und damit müssen wir natürlich nur noch den Boden schließen, denn so wird natürlich alles rausfallen. Das möchten wir nicht und deswegen zeige ich euch jetzt, wie das Ende geht. Jetzt einmal hier unten und zwar haben wir ja immer, weil es symmetrisch ist, die Tasche vorne und hinten, 2 Knoten, die aufeinander liegen. Damit wir die aber nicht direkt miteinander verknoten, nehmen wir immer diagonal dazu passende Knoten. Das heißt, ich schnappe mir hier jetzt mal einen, den dritten zum Beispiel, und nehme mir davon nur die rechten 2 Bänder und die linken 2 Bänder des Knotens, der rechts diagonal dahinter liegt. Da mache ich jetzt wieder einen Kreuzknoten und verbinde so diagonal die beiden zuvor gemachten Knoten und ziehe den diesmal auch ganz fest bis unter meine Knoten, die ich zuvor gemacht habe, also ohne unseren Abstand. Das sieht dann so aus.
Man sieht, es wird jetzt hier unten dichter, das ist natürlich auch gut und das möchten wir so. Und dann nehme ich mir die rechten Bänder von dem Knoten, wo ich gerade nur die linken benutzt habe, und nehme mir die parallel rechts davor liegenden 2 linken Bänder meines nächsten Knotens hier von meiner Vorderseite und mache da den Kreuzknoten. Guckt euch das einfach mal ganz genau an, das ist eigentlich sehr logisch. Ihr möchtet also immer diagonal Knoten verbinden und benutzt dadurch immer 2 Seile, die aus einem Knoten hängen, mit 2 Seilen, die aus einem anderen Knoten hängen. So wird das dann alles schön dicht und es kann wirklich nichts rausfallen. Dann geht es weiter, wir machen wieder diagonale Knoten. Ich nehme hier rechts Bänder, 2, nehme hier links von den dahinterliegenden und mache auch hier wieder meinen Kreuzknoten rein und arbeite mich dann bis zur Seite rechts vor. Und stoße dann auf das Problem, dass ich 6 Bänder über habe und nicht nur 4. Das Problem ist aber super easy gelöst, denn wir machen jetzt einen Kreuzknoten, indem wir nicht 2 Bänder in der Mitte hängen lassen, sondern einfach 4. Dann machen wir auch links weiter und verknoten auch diagonal unsere Knoten, um den Boden zu formen. Und auch hier die letzten 6 Bänder verbinden wir auch wieder mit einem Kreuzknoten. Super, der Boden ist fertig und so sieht es jetzt aus. Man sieht auch, es kann nichts mehr herausfallen. Der Boden ist schön fest. Und wir müssen jetzt nur noch unsere abstehenden Seile hier unten kürzen und auf eine Länge bringen. Ich lasse sie hier so ungefähr 10-12 cm hängen und schneide dann einmal mit meiner Schere komplett entlang. Ich habe auch ein ganz gutes Augenmaß. Ihr könnt natürlich aber auch für jedes Band euer Maßband zur Hand nehmen oder euren Zollstock. Oder ihr macht so wie ich und kürzt die einfach grob, dass die gleich lang hängen. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und jetzt fehlt nur noch unser goldenes Logo-Plättchen, was die Tasche auch nochmal auf ein neues Level hebt, weil es so richtig nach Designer-Piece aussieht. Und das nähen wir hier unten links einmal an unsere Tasche an. Dafür nehmt ihr euch einmal das Logo-Plättchen aus den Essentials sowie eure Nadel und euren schwarzen Faden. Wir fädeln die Nadel jetzt ein, nehmen das Garn doppelt bis zum Schluss, also beide Fädenenden hängen gleich lang und wir machen einen Knoten in das Fadenende und schneiden dann das abstehende Fadenende einmal ab. Legen uns dann das goldene Logo-Plättchen hier unten links einmal hin, stechen einmal auf der Stelle mit unserer Nadel durch unser Makramee-Garn, bis uns der Knoten stoppt. Stechen dann einmal auf der Stelle nochmal durch das Garn, dann entsteht eine Schlaufe, durch die gehen wir mit unserer Nadel und haben so den Fadenanfang vernäht. Und stechen dann wie bei einem Knopf von unten nach oben in das rechte Loch unseres Plättchens, stechen dann einmal auf der Stelle durch den Stoff, dann wird das schon ein bisschen befestigt und gehen jetzt wieder von unten nach oben durch Seil und Plättchen, nähen dann einmal hier nochmal auf der Stelle, gehen dann wieder durch unsere Schlaufe, haben das also schön festgenäht. Und schneiden uns den Faden einmal bei unserem vernähten Teil ab. Links nehmen wir das Plättchen natürlich auch noch an und zwar genauso. Wir machen also wieder einen Knoten in unser Fadenende, in die beiden Fäden, die gleich lang hängen. Nähen hier wieder auf der Stelle, bis der Knoten uns stoppt. Nähen noch einmal auf der Stelle, gehen mit der Nadel durch unsere Schlaufe, um den Faden zu vernähen. Gehen dann auch wieder von hinten nach vorne in unser Logo-Plättchen. Nähen durch Seil und durch Logo-Plättchen. Nähen dann einfach nur noch auf der Stelle und gehen mit unserer Nadel durch die entstandene Schlaufe. Wiederholen das nochmal, damit alles schön fest ist und schneiden unser Fadenende dann einfach nur noch ab. Und so ist jetzt das Logo-Plättchen befestigt.
Ja, ihr habt es gemerkt, wir sind fertig. Unsere Market Bag sieht jetzt so aus. Ich persönlich finde sie mega, mega schön und finde es auch super cool, dass es so einfach ist, die so gleichmäßig zu fertigen. Ich glaube, ich werde die auch super häufig benutzen jetzt zum Sommer und das auch nicht nur auf dem Markt. Ansonsten aber wieder ganz vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Es hat mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Video- und DIY-Projekt oder sogar vielleicht Nähprojekt. Fühlt euch gedrückt und bis bald.